In der Liga haben wir zurzeit einen kleinen Durchhänger, da haben wir seit 4 Spielen nicht gewonnen, spielen auch leider nicht so überragend, deswegen ist es vielleicht auch mal ganz schön, dass wir hier so einen kleinen Tapetenwechsel haben. Jetzt kommt mit Man City natürlich der stärkste dieser Gruppe, wahrscheinlich auch mit einer der Top-Favoriten natürlich auf den Champions-League-Sieg, mit Haaland, mit Rodrigo vorne, mit Phil Foden, dazu mit Ruben Dias, unter anderem in der Innenverteidigung. Und noch so ein, zwei anderen Cracks, dessen Namen ich vorher noch nie gehört habe, aber muss ja nichts heißen. Achtung, Haaland zum ersten Mal vorne und da geht schon los. Oh weia, ey. 5. Minute. Hat ja nicht lang gehalten. Also wie gesagt, Man City würde bestimmt heute eine Nummer zu groß sein. Dazu noch Stones, glaube ich, ist mit dabei. De Bruyne natürlich nicht zu vergessen. Also das Nonplusultra in der Gruppe. Aber das ist natürlich auch zu einfach, ne? Also wenn Haaland auch so frei aufs Tor zulaufen kann, gar kannst nichts machen. Mit natürlich Pep Guardiola, wer jetzt gedacht, an der Seitenlinie Haaland, erstes Tor. Komm, das würde zu unserer Situation passen. Nein, zweites Tor im 3. Gruppenspiel. Tja. Wie gesagt, bei uns ist momentan so ein kleiner Durchhänger, ne? In der Liga, wie gesagt, 4 Spiele nicht gewonnen, auch nicht überragend gespielt. Ich würde nicht sagen, dass wir so in der Erfindungsphase sind. Wir durchlaufen halt so ein kleines Tief zurzeit. Ja? In so einem kleinen Negativtal sind wir drin, da müssen wir auch irgendwie wieder rauskommen. Da werden wir auch wieder rauskommen, bin ich auch ganz sicher. Also es ist halt immer so, wie es ist, ne? Da fällt der Spielaufbau auch total schwer. Da hapert es dann an so ganz leichten Sachen, ne? An der Balleroberung, Chancenverwertung vorne. Und vielleicht ist gerade ausgerechnet heute gegen City mal so ein Spiel, wo wir uns diesen ganzen Frust mal von der Seele schießen können. Aber fragt sich wie. Aber geil, wir lassen uns hier nicht unterkriegen, auch von dem frühen Rückstand nicht. Mamouche, das haben wir gegen Inter auch schon. Und dann haben wir bis zur 80. gebraucht, um dann nochmal zurückzuschlagen. Wenn das so oder so ähnlich heute wieder so läuft, dann ja, unterschreibe ich das. Dann wäre das schon fast die Qualifikation fürs Achtelfinale, aber Step by Step. Je nachdem, wie City uns hier mitspielen lässt. Also City hatte heute das Heft in der Hand. Acuna grätscht vorbei, Flanke kommt. Der ist übrigens auch noch mit dabei, ne? Acuna, Linksverteidiger, auch bekannt aus Funk und Fernsehen. Also das ist halt... Und Guardiol auch noch Innenverteidigung. Ich mein Gott. Da ist ja eine Qualität da auf dem Platz heute. Bruyne, Haaland. Aber wenn es hier natürlich auch zu leicht gemacht wird, dann schießen die anderen auch Tore gegen uns, ne? Also das Führungstor von City, wie gesagt, das war jetzt auch nicht so überragend von uns verteidigt. Aber wir sind da und es geht natürlich auch schnell, wenn City Platz hat. Achtung, Haaland. Verteidigung muss stehen. Pacho. Und es gibt Elfmeter, ja. Ich habe auf den Pfiff gewartet. Gelbe Karte. Da können wir halt leider nicht mithalten. Das ist halt nicht unsere Kragenweite. Da sind wir halt einen Schritt zu langsam. Ja, es ist ein Foul. Ich glaube, das Ganze geben. Geht da schön rein auf Hüfthöhe. Jetzt die Chance. Risté gegen Haaland. Sich hier unsterblich zu machen. Haaland. Zweiter Schuss, zweites Tor. Überragend. Auch wenn das natürlich wieder viel zu einfach war, aber dagegen kannst du nichts machen. Gegen individuelle Qualität, da kannst du nichts machen. Und da sieht man halt, dass wir noch nicht so weit sind. Dass wir vielleicht auf dem Weg dahin sind. Wir haben gute Spieler, die noch sehr, sehr viel Potenzial haben, aber wir sind halt noch nicht auf dem Niveau und auf dem Level, um gegen Man City mithalten zu können. Ja, schade, ey. Also beide Tore natürlich vermeidbar. Der Elfmeter, das war halt ja auch wieder so eine 50-50-Sache, ne? Entweder gehst du drauf oder du lässt ihn halt durchlaufen und das Einzel von Haaland ist natürlich auch wieder schlecht verteidigt von uns. Ich bin auch im Überlegen, ob ich vielleicht so dieses ganze Konzept, dieses Taktikkonzept, ob ich nicht das auch mal ein bisschen verändere. Weil ich habe zum Beispiel gesehen, wir haben beim Spielaufbau langsam eingestellt, was überhaupt nicht zu mir passt. Aber wenn ich das nämlich umstellen würde, dann würden meine ganzen Coaches von Gold auf Silber runtergehen. Ne, beziehungsweise auf Bronze. Aber da müsste ich mir halt da wieder irgendwie andere Coaches holen. Das wäre jetzt nicht das Problem. Aber dass man da halt auch mal überlegt, ob man das ein bisschen verändert. Aber es hat ja eigentlich bislang ganz gut geklappt in der Saison. Ja, also in dem Spiel, wo ich gewonnen habe, habe ich ja nicht viel verändert im Prinzip, ne? Aber es ist halt zurzeit sehr, sehr schwer. Ja, es ist nicht so ganz leicht hier mitzuhalten. Ja, dass man das gegen Man City sagt, ist okay, aber gegen Stuttgart und Gladbach hätte ich mir halt schon erhofft, dass wir da zumindest nicht verlieren. Also nicht zweimal.
Haben wir ja auch nicht, weil gegen Stuttgart haben wir unentschieden gespielt. Seht ihr, so durcheinander bin ich schon, dass ich nicht mal weiß, wie wir die letzten Spiele hier gespielt haben. De Bruyne, ja, Götze ist mal da. Also wir werfen uns ja rein in die Zweikämpfe. So ist es ja nicht. Wir sind ja da. Aber es reicht halt momentan leider nicht. Haaland gegen Rode. Das zum Beispiel ist halt auch ein Duell. Da steht der Sieger schon von vornherein klar aus guten Gründen. Rodrigo. Bernardo Silva auch noch. Ey, habe ich auch vergessen zu erwähnen. Aber muss ich gerade gar nicht. Haaland schon wieder. Achtung. Gegen 3 Mann. Wir stehen mit 5, 6 Mann hinten drin. Es geht niemand von alleine mal drauf. Oder es kommt auch niemand auf die Idee, mal da selber irgendwie reinzugehen. In die Zweikämpfe. Und dann haben wir halt vorne zu wenig Platz, beziehungsweise zu wenig Personal. Aber jetzt vielleicht Orban mit der Chance aufs 1:2. Aber dann kommt gerade ausgerechnet im letzten Moment noch einer dazwischen. Das war zum Beispiel mal gut gespielt. Warum denn nicht? Und das irgendwie mitnehmen in die zweite Halbzeit, auch in die nächsten Spiele. Und ich gucke dann auch mal nach dem neuen Taktikkonzept. Vielleicht sind wir auch da einfach am Limit und ich will halt auch ein bisschen anders spielen. Also ich will jetzt nicht nur hinten drin stehen, langsamer Aufbau, das passt auch gar nicht zu mir. Aber ich zeige euch das gleich in der Halbzeit mal, was ich genau damit meine. So, vielleicht nochmal die Chance umzuschalten. Mamouche. Werden sofort abgefangen. Also nee, das ist heute der Endgegner bislang. Das ist bislang leider der Endgegner. Obwohl ich nochmal sagen muss, die beiden Gegentore, die waren super, super unnötig. Den Elfmeter, den bekommst du halt auch nur durch so ein blödes Foul. Und das 1:0 von Haaland war einfach ultra schlecht verteidigt. Hier 1:3 Schüsse. Ich zeige euch das jetzt gerade mal. Wenn ich zum Beispiel jetzt hier bei der Taktik hingehe, ich habe das Konzept Tiki-Taka, weil ich gedacht habe, ja, mit der Eintracht, das wird ganz gut dazu passen. Problem ist aber, das Aufbauspiel ist halt langsam. Wenn ich jetzt hier irgendwas umschalten würde, dann würde oben, ich weiß nicht, ob das jetzt Silber ist oder ob das sozusagen als nicht wirksam dargestellt werden soll, keine Ahnung. Wir könnten nämlich auch mal ausgeglichen machen oder schneller Aufbau. Ich mache das jetzt aber trotzdem, ich probiere das jetzt mal. Ich lasse das jetzt so und ihr seht ja hier auch diese ganzen Grenzen. Wenn ich darüber hinausgehen würde, wäre das auch wieder individuell. Also muss ich dann da auch wieder nach anderen Trainern wahrscheinlich gucken. Hier können wir auch zum Beispiel mal direkte Pässe probieren. Ich mache das jetzt einfach mal. Und dass ich halt dementsprechend dann die Coaches mir hole und dann halt so versuche, zum Erfolg zu kommen. Vielleicht müssen wir da mal weg vom Tiki-Taka. Vielleicht müssen wir ja irgendwie hin zu was ganz anderem. Vielleicht Flügelspiel oder ausgeglichen oder Pressing nach Ballverlust zum Beispiel. Das wäre ja auch mal eine Idee. Das hatte ich, glaube ich, ganz zu Beginn, ne? Deswegen bin ich ja, glaube ich, auf diese andere Formation. Aber vielleicht bedarf es mal solcher Veränderung. Warum denn nicht? Und man kann es ja auch nur herausfinden, ne, wenn man es dann auch mal probiert. Also nur vom Sagen ist man noch nie schlau geworden. So, und jetzt bin ich gespannt, ob wir hier noch irgendwas hinkriegen in der zweiten Halbzeit. Also wir haben das hier noch nicht verloren, ganz klar. Aber wenn wir uns jetzt gleich wieder so ein frühes Ding hier kassieren und fangen, dann war es das schon, glaube ich. Achtung, Haaland. Wer will noch mal, wer hat noch nicht. Gibt sogar Abstoß. Okay, haben wir Glück gehabt. Gibt schon einen Wechsel. Rodri raus, Rodri auch. Ah ne, kommt rein. Rodri kommt rein für den Jugendmann. Also wir kriegen gar nicht die Mittelfeldreihe übers Spiel. Da jetzt mal Ugarte. Hat sich mal auf die Außen fallen lassen. Ugarte, Orban, nee. Kommt keiner ran, aber wir bleiben dran. Komm, Ebimbe, Götze. Das ist ganz, ganz schwer. Aber wenn wir hier vorne durch unser Pressing irgendwie den Ball zurückerobern können, aber da haben wir halt leider mit City einen Gegner auf der anderen Seite, die lösen das halt so. Pacho muss halt aufpassen, ne? Der hat halt schon gelb. Garte, geht keiner ran. Schuss kommt, Reste ist da. Also zumindest stehen wir jetzt hinten vergleichsweise oder phasenweise jetzt ein bisschen besser. Aber wir haben durchaus einen größeren Umbruch zu bewältigen, was mir jetzt so gerade auffällt. Achtung, Rodrigo. Da müssen wir halt da sein. Das kann dann auch nicht sein, wenn da 2 Leute sind, dass der den Ball dann nicht geklärt bekommt. So, jetzt mal umschalten. Über Mamouche, Götze, aber es dauert auch wieder viel zu lange. Vielleicht jetzt. Ja, Ball in die Tiefe kommt. Gegen Martinez. Flanke ist da, aber so nicht. Dann kommt die Ungenauigkeit noch dazu. Also ihr seht, es kommt so eins zum anderen. Und deswegen sieht es halt auch gerade so aus, wie es aussieht. Es ist nicht schön. Ja, gar keine Frage. Ist bestimmt ja auch wieder kein Leckerbissen.
Auch die letzten Spiele nicht. Aber da müssen wir, wie gesagt, durch. Kann nicht immer nur positiv sein im Leben und auch hier in der Folge und in meinem Projekt. Da gehören halt solche Phasen auch mal mit dazu. Jetzt gibt es auch wieder einen Freistoß, warum auch immer. Aber wir probieren alles. Ihr seht ja, ne? Ich werde das jetzt mal angehen mit dem neuen Konzept, dass wir da vielleicht ein paar Sachen verändern. Vielleicht auch mal eine ganz andere Aufstellung wählen. Also weg vom 4-2-3-1, vielleicht mal zu einem 4-1-2-1-2. Ja, zu einer Raute oder zu mehreren 4-3-3-Varianten. Keine Ahnung, es gibt so viele unzählige Varianten. Aber hier in dem Spiel gibt es eigentlich nur eine Variante und das heißt Tore schießen. Was anderes bleibt uns gar nicht mehr übrig. Jetzt hier in den letzten 20 Minuten. Vielleicht geschieht ja noch irgendein Wunder. Oh, guck mal, das zum Beispiel auch. Da muss einfach jemand von uns sein. Ey, der kann sich den Ball einfach nicht so weit vorlegen. Ebimbe, Götze, jetzt mal in der Mitte. Orban. Oh, und wieder zu kompliziert. Ich will den Ball dann auch reintragen ins Tor. Das ist Wahnsinn. Bernardo Silva, Rodri, Haaland, das geht dann einmal schnell, wenn die vorne aufziehen, wenn die einmal ernst machen, dann sieht es aber sehr düster aus. Und das Schlimme ist, wir haben es ja in ein paar Wochen nochmal. Also das nächste Champions League Spiel ist ja auch wieder gegen City. Ja, wir sind immer einen Schritt zu spät. Egal was wir machen, wir sind immer einen Schritt zu spät. Nicht nur in dem Spiel. Phasenweise haben wir gegen Stuttgart und Gladbach auch ganz gut gespielt, hatten ja da auch unsere Chance, aber gerade heute merkst du halt, da steht halt leider ein anderes Kaliber auf der anderen Seite und dann kannst du da auch nichts machen. Noch nicht. Warten wir ab, vielleicht so 2-3 Jahre später, wenn dann die ganzen Jugendspieler sich auch dementsprechend entwickelt haben, wenn wir auf diversen Positionen nochmal qualitativ nachgebessert haben oder würden. Oder vielleicht sieht es ja auch bis zum Rückspiel wieder ganz anders aus. Das weiß man hier in diesem Spiel nicht. Guck mal, ey, wie die hier zupressen, das ist Wahnsinn. Ich versuche es trotzdem hier hinten rauszuspielen. Boah, und das geht natürlich schief. Und dann wirst du auch dementsprechend wahrscheinlich bestraft. Jawohl, so ist es. Eiskalt. Also, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Mir fehlen auch so ein bisschen die Worte langsam, weil du kannst dazu auch nicht mehr viel sagen. Ihr seht es ja selber. Ihr seht selber, jetzt das hat jetzt mal nicht funktioniert. Das war auch, glaube ich, das erste Gegentor nach so einem Fehlpass im Aufbau. Sofern ich mich daran erinnern kann. Und Silva drescht den halt rein aus 16 Metern. Und auch da keine Chance für Resté. Also eine ja, relativ heftige Heimniederlage. 3-0 gegen City. Also klar, ich hatte es mir schon so ein bisschen gedacht. Weil wir halt auch nicht gut gespielt haben, dass wir vielleicht diverse Probleme bekommen würden. Aber das war so hoch. Und so chancenlos auch halt auf den Sack kriegen, das ja, ist schon ein bisschen doof, aber wie gesagt, reden hilft jetzt nicht, wir müssen auch irgendwann wieder Ergebnisse liefern. Diese ganzen Phrasen hier, die ich jetzt raushauen kann, aber ihr seht ja, wie es ist. Ich mache euch ja da auch nichts vor. Und wir gehen das gemeinsam an, wir schaffen das gemeinsam. Wenn ihr dabei bleibt, wenn ihr dran bleibt, wenn ihr mich weiterhin supportet, dann werden wir das auch in den nächsten Spielen wieder hinkriegen. Dann biegen wir das hier um. Auch in der Liga und dann machen wir das. So, jetzt vielleicht nochmal Orban mit einer Chance. Ich glaube, das ist der erste Schuss aufs Tor gewesen. Das ist auch so ein bisschen symptomatisch. Somit gehen wir gegen City leider baden. 0:3. Absolut verdient. Auch in der Höhe. Und ja, wir suchen weiter nach den richtigen Mitteln. Ja, Dortmund spielt unentschieden. Barca spielt unentschieden bei Fenerbahce. Also ihr seht auch, die anderen Teams, die tun sich schwer. Aber ich will mich jetzt gar nicht mit den anderen vergleichen. Das wäre völlig... ja, der völlig falsche Ansatz. Aber wir haben jetzt, das ist das Gute, wir haben jetzt viele Spiele, wir haben jetzt auch die Möglichkeit zu zeigen und ja, auch die Chance zur Besserung. Jetzt gucken wir gerade mal hier an den Talenten, ob da wieder irgendwas mit dabei ist. Marius Bondell wäre eventuell einer, aber nee. Pierre Leroy, ich glaube, da ist diesmal nichts mit dabei. Nee, Hugo Weber leider auch nicht. Aber okay, vor uns liegen wichtige Spiele. Wir haben jetzt ganz viele unterschiedliche Gegner. Also wir haben mit Leverkusen zum Beispiel einen Gegner, die werden wahrscheinlich sehr stark pressen, genauso wie die Bayern. Dann haben wir mit Augsburg und Mainz wahrscheinlich Gegner, die sich wieder hinten reinstellen werden, die mit Fünferkette agieren. Freiburg auch sehr unangenehm, zwischendurch nochmal eine Reise nach Manchester. Zagreb, dann haben wir Schalke und Hannover. Da würde ich jetzt aus der Ferne sagen, das sind halt 6 Punkte, normalerweise, aber was ist schon normal im Fußball und auch in unserer Karriere. Also, ich werde euch das jetzt nochmal zeigen, was ich vorhabe. Ich werde jetzt mich damit mal beschäftigen. Ich gehe hier in die Teamstrategie rein
und werde vielleicht mal ein anderes Konzept hier mir überlegen. Ne? Wir können ja ins Gegenpressing gehen, Abwehrriegel. Das ist halt klar, dass dann die Trainer, dass das Neulinge sind oder dass die halt in dem Bereich dann erstmal Neulinge sind, weil wir damit halt nicht viel gespielt haben. Oder wir machen einfach mal Standard. So, dann habe ich wahrscheinlich ein paar mehr Möglichkeiten auch in der Taktik. Was hier ist hier bei Details anzeigen. Klar, ist natürlich erstmal alles ausgeglichen. Ich bin mal gespannt. Ich bestätige das mal. Ich möchte nämlich jetzt gerade nochmal hier bei der Coach-Verwaltung schauen. Nein, Teamstrategie, nochmal rein. Also, wo sind wir hier? Bei der Coach-Verwaltung. Da sind die halt... Die beiden zum Beispiel sind schon auf Gold, das ist okay. Die sind auf Bronze. Ich weiß nicht, ob man da noch einen anderen verpflichten müsste. Die anderen hier, warte mal, fürs Mittelfeld. Ne, habe ich doch hier. Nee, warte mal, so. Hä? Nee, warte mal, Araujo ist jetzt da, genau, so. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich will hier noch jemanden verpflichten für Gold. Mal gucken, Gold, nee, da gibt es leider niemanden für unser Konzept, aber das ist halt dann so. Ne? Es gibt hier ein paar Silberexperten. Wir können ja mal gucken hier. Der Patrick Schmidt zum Beispiel, das wäre halt jemand, der da irgendwie reingehen könnte. Aber wir lassen das erstmal. Wir lassen das erstmal so. Wir gucken mal, wie sich das entwickelt und dann müsste ich ja theoretisch, wenn ich jetzt sage, ich gehe in die Mannschaft rein, zum Teammanagement und gehe dann hier in die Taktik rein, dann könnte ich ja, da habe ich wahrscheinlich ein paar mehr Freiräume. Ah, nee, irgendwie auch nicht. Ah, dann bleibt das alles auf ausgeglichen. Dann habe ich quasi nur hier bei den Reglern irgendwie Spielraum. Ansonsten ist alles andere ausgeglichen. Ja gut, das ist halt, je nach Konzept ist das halt ein bisschen anders. Das ist auch auf der einen Seite vielleicht ein kleiner Nachteil oder ist ein bisschen schade, dass man da wenig Spielraum hat. Aber ich probiere und ich hoffe auf Besserung. Vielleicht schon im nächsten Spiel gegen Mainz. Ich bin sehr, sehr gespannt. Die sind auch nur 2 Plätze vor uns und auch nur 1 Punkt vor uns. Ich bin gespannt. Also, es geht mal wieder zu gewinnen. Macht's gut, bis zum nächsten Part. Schaut gerne die anderen Videos an, die ihr gleich in der Endcard seht. Und dann sehen wir uns. Macht's gut. Ciao, ciao.